Den kleinen oder hier den großen? Warum Größe doch manchmal entscheidend ist, erfahrt ihr hier in diesem Video. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeigen wir euch die Laserlamps Arbeitsscheinwerfer. Hier erfahrt ihr alles, was die Laserlamps Arbeitsscheinwerfer so besonders macht, was es für Unterschiede und Varianten gibt. Solltet ihr erstmal die Frage haben, wer ist Laser überhaupt, was macht Laser, was haben sie neben den Arbeitsscheinwerfern noch im Programm, dann schaut euch am besten mal die anderen Videos an, die wir gedreht haben. Da geht es um, wie schließe ich meine Scheinwerfer an, was ist der Unterschied Fernlicht und Arbeitsscheinwerfer. Und hier jetzt findet ihr alle Informationen über die verschiedenen Arbeitslichter. Wir haben hier mal eine kleine Auswahl der verschiedenen Modelle mitgebracht. Wir arbeiten uns da von klein nach groß und versuchen euch da alle Unterschiede möglichst deutlich und am Scheinwerfer direkt zu erklären. Wir fangen an mit der Utility 25. Das ist die kleinste Variante aus dem Sortiment von Laser. Grundsätzlich nochmal zu allem kann man sagen, das sind alles reine Arbeitsscheinwerfer. Das heißt, das ist kein Rücklicht, das ist kein Fernlicht. Das muss über einen separaten Schalter laufen und darf nur abseits der Straße verwendet werden. Die Scheinwerfer haben immer einen Deutsch-DT-Stecker mit dabei. Außerdem ist noch das, ich sag mal, Blanko-Gegenstück dabei. Das heißt, wenn ich schon irgendwelche Kabel vorverlegt habe, kann ich die einfach hier anschließen. Alternativ gibt es auch noch den Kabelsatz direkt von Laser mit über 6 Metern Länge, Schalter, Relais. Also alles, was man braucht, um einen oder zwei Fernscheinwerfer anzuschließen und dann auch alles an Strom und den Schalter in den Innenraum legen zu können. Was zeichnet jetzt aber vor allem diesen Scheinwerfer hier aus? Der Scheinwerfer hat eine sehr gute kegelhafte Ausleuchtung. Das heißt, er geht auch gut in die Breite, geht klar nicht so weit in die Ferne. Aber für alles ums Fahrzeug drumherum ist dieser Scheinwerfer ideal. Ideales Einsatzgebiet für den Scheinwerfer ist wirklich für zum einen Arbeiten ums Fahrzeug drumherum. Das bedeutet, wenn ich irgendwie im Wald unterwegs bin und dann am Fahrzeug arbeiten möchte. Aber auch fürs Camping, weil er dann auch nicht zu stark blendet. Das heißt, für solche Fälle ist dieser Scheinwerfer ideal und eben durch den kleinen Aufbau ist er versteckt und ist eigentlich für nahezu jeden Einsatz geeignet, wenn man jetzt nicht gerade die maximale Power braucht und 10, 20, 30 Meter vom Fahrzeug weg arbeiten möchte. Den Scheinwerfer gibt es auch in gleiche Optik als Utility 25 Max. In dieser Variante sieht er optisch fast genauso aus. Die Maße an sich und das Gehäuse sind identisch. Und dieser Scheinwerfer dann einfach nochmal ein bisschen mehr Power und kann dann daher auch für Zwecke verwendet werden, wo man einfach nochmal mehr Licht braucht. Um dem Ganzen auch mal ein bisschen Zahlen zu geben, damit man das einigermaßen vergleichen kann, nehmen wir etwas mal als Referenzwert, in welcher Entfernung der Scheinwerfer noch 20 Lux hell ist. Das ist beim normalen Utility 20 sind das 13 Meter laut Laser, beim Utility 25 Max, der ein bisschen mehr Power hat, sind das schon 16 Meter. Um auch so ein bisschen den Begriff Lux näher zu bringen, ein Lux ist als Referenzwert die Helligkeit einer Kerze mit 1 Meter Abstand. Das heißt, 20 Lux bedeuten in dem Fall 20 Kerzen, 1 Meter Abstand mit dem Licht. Das hat man hier eben noch nach 13 bzw. 16 Metern. Zwecks Montage ist hinten immer eine normale Schraube mit dran. Das heißt, ich kann den überall dran schrauben, wo ich möchte. Der Name Utility 25 kommt in dem Fall daher, dass dieser Scheinwerfer mit 25 Watt läuft. Außerdem hat er auch noch eine E-Briefnummer drauf. Das heißt, es ist ein zugelassener Arbeitsscheinwerfer. Zum Thema, welche Zertifikate der Scheinwerfer hat, was er für eine Beschichtung oben drauf hat oder auch aus was das im Glas vorne ist, findet ihr alles bei dem Artikel im Shop bei uns hinterlegt und könnt dann da auch nochmal im Zweifel ganz tief ins Detail einsteigen. Das Ganze wird aber jetzt hier für jeden Scheinwerfer einzeln den Rahmen sprengen, von daher versuchen wir hier vor allem die Unterschiede der einzelnen Scheinwerfer zu zeigen, damit ihr sehen könnt, was erwarte ich von dem Scheinwerfer, was muss er können und dann genau seht, was welcher Scheinwerfer auch kann. Der nächste Scheinwerfer in unserer Serie sind der Utility 45 und der Utility 80. Das machen wir jetzt in einem, zum einen, weil die sich optisch gar nicht unterscheiden, die sind im selben Gehäuse. Hier ist es ähnlich wie mit dem Utility 25. Das bedeutet, der eine hat 45 Watt und der größere hat 80 Watt. Beide Varianten gibt es so wie hier mit einer Slim-Halterung. Das Ganze gibt es aber auch mit einer etwas breiteren Halterung für einen etwas massiveren Aufbau. Kommt dann eben auch immer je auf das Einsatzgebiet an. Vom Stecker und Lieferumfang und auch den Montagemöglichkeiten ist es sehr, sehr nahe im Vergleich zum Utility 25. Das hier ist einfach die nächstgrößere Variante. Da wo der Utility 25 als elegante, schmale, kleine Lösung nicht mehr ausreicht, kann ich eben zu diesem hier gehen und habe da nochmal deutlich mehr Ausleuchtung. Das Lichtbild selbst ist sehr vergleichbar mit dem Utility 25. Es ist einfach nochmal eine ganze Ecke breiter, länger und tiefer und hat nochmal mehr Power.
Auch hier zum direkten Vergleich die Einordnung in Lumenzahlen. 20 Lumen schafft der 45er ähnlich wie der Utility 25 Max bei 16 Metern. Das heißt, der relativ neue Utility 25 Max hat dem hier schon so ein bisschen den Hang abgelaufen. Der hier hat nochmal eine bisschen breitere Ausleuchtung und auch hinten raus in die komplette Ferne ist der hier ein Ticken heller. Der Utility 80 ist dann nochmal die Stufe stärker. Der ist mit 20 Lumen bei 20 Metern. Als nächstes kommen wir zum Utility 50. Das ist ein relativ neuer Scheinwerfer von Laser. Ist auch nochmal ein bisschen tiefer geworden und den gibt es in verschiedenen Ausstattungen. Es gibt ihn zum einen als normalen Arbeitsscheinwerfer, es gibt ihn aber auch mit einer sogenannten Beacon-Funktion. Das bedeutet, er kann gelb blinken und außerdem gibt es ihn auch noch mit einer roten Rücklichtfunktion. Das hier ist jetzt die Version Typ volle Hütte. Das heißt, der hat zum einen das gelbe Arbeitslicht, aber der hat auch hier in den Ecken das rote Rückfahrlicht. Wie bereits schon erwähnt, die Arbeitsscheinwerfer von Laser sind alle wirklich unkaputtbar. Machen auch hier einen sehr massiven und unzerstörerischen Eindruck und haben auch allen, ich sag mal, Schnickschnack, den es dafür braucht. Von der Lichtleistung ist der Scheinwerfer gut vergleichbar mit dem Utility 25 Max oder auch den Utility 45, da er auch 20 Lux bei 16 Metern erreicht. Solltet ihr dazu Fragen haben, ob der Scheinwerfer mit dieser Rücklichtfunktion in eurem Fahrzeug zugelassen ist, das ist je nach Land auch unterschiedlich, dann meldet euch gerne bei uns und wir helfen euch da gerne weiter. Last but not least kommen wir zur Klärung, ob groß wirklich immer besser ist. Wir haben hier den Utility 80 HD, der ist auch relativ neu. HD steht in dem Fall für Heavy Duty, die 80 sind 80 Watt, jede LED hier hat jeweils 20 Watt. Man sieht schon, dass das hier wirklich nochmal eine Ecke massiver ist. Dieser Scheinwerfer ist für lange Betriebszeiten, für Rüttelpisten, für Afrika, für den Tagebau, für die Industrie, für jeden, der sagt, ich will, dass es für immer hält, der ist mit diesem Utility 80 HD richtig beraten. Von der Lichtausbeute her ist er der stärkste von der ganzen Reihe. 20 Lux hat er bei 21 Metern. Er kommt unter anderem mit einem elektronischen Thermalmanagement, dass er nicht zu heiß läuft, wenn er zu lange betrieben wird, Überspannungsschutz, Wasserdichtigkeit, alles ist gegeben bei diesem Scheinwerfer zur maximalen Power, um eben auch mit diesem Scheinwerfer arbeiten zu können. Zum Thema Zubehör nehme ich nochmal unseren Utility 25 mit dazu, denn für beide Scheinwerfer, den Utility 80 HD und den Utility 25, gibt es auch noch Linsencover. Das heißt, für neblige Einsatzgebiete oder verschneite Einsatzgebiete kann ich bei den Scheinwerfern noch eine gelbe Vorsatzlinse davor klipsen, um da eben die bessere Ausleuchtung zu haben. Schlussendlich, um zur Frage zurückzukommen, ob groß immer besser ist, von der reinen Lichtausbeute. Ja, da ist groß immer besser. Richtig ist aber auch, dass es eben immer entscheidend ist, wofür brauche ich den Scheinwerfer, an welcher Position will ich ihn montieren, also quasi die Technik. Das war unser Video zu den Arbeitsscheinwerfern von Laser. Schaut gerne mal in unseren anderen Videos rein zum Thema Fernlicht, was ist erlaubt, wie verbaue ich das, Kühlergrillkits. Oder wenn ihr den dicken Brummer als Arbeitsscheinwerfer haben wollt, haben wir auch nochmal ein separates Video für euch. Danke fürs Zuschauen. Abonniert uns gerne, folgt uns auf Social Media, Instagram, YouTube, dann seid ihr immer up to date mit neuen Laserprodukten.